herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit United Robotics Group auf dem Weg in die Zukunft. Hi Kerstin, Hallo. wo sind wir eigentlich heute hier? Ja, heute sind wir in Riyadh. Das ist in Saudi-Arabien und wir waren hier auf dem Kongress, auf dem Global Health Summit oder Kongress 2025. Mal Mhm. teilgenommen zum allerersten Mal und gerade jetzt hier sind wir in unserem Hotel und lassen den Tag ausklingen. Oh, geht's dir auch so wie mir? Ich bin irgendwie total erschöpft. Ja, Ich gucke in den Kalender, ich gucke, was wir gemacht haben. Ich versuche mich zu erinnern, was war in den letzten 1, 2, 3, 4 Wochen, aber ich schaffe das nicht. ja, dann fang du mal an. Wo warst du überall? Boah, ich fange mal ganz weit hinten an. Ja. Wir haben auf dem Niklas-Event in Stuttgart, so weit zurück kann ich oder so jung zurück kann ich zurückdenken, Mhm. den neuen Tool Changer präsentiert, extra für die Pharma- und Molekulardiagnostik. Mhm. Und das kam super an. Da waren auch viele Partner, die wir vor 2, 3 Jahren vielleicht, wo wir uns entschieden haben, nicht mit dem alten Produkt Kevin weiter in den Markt zu gehen, Mhm. sondern mit dem New Lab Mobile, die sind jetzt auf uns zu und das hat mir so richtig die Aufbruchsstimmung gegeben. Und dann habe ich etwas gewagt. Ich habe die Deutsche Bahn Richtung Italien genommen. Das hat super funktioniert und bin nach Bologna gefahren und habe mich dort mit dem VDMA-Verband und 60 verschiedenen CEOs und Entscheidern aus dem Bereich Robotik und humanoiden Robotern getroffen. Mhm. Und dort war auch der CTO von Boston Dynamics Ja, das und war bestimmt spannend. ja, das war super Was hat spannend. er so gesagt? Ja, am Ende sind das auch Künstler, die ihre Suppe mit Wasser kochen. Das habe ich rausgehört. Ah. Am Ende haben sie 2 wichtige Punkte genannt, das ich mitgenommen habe. Ein Punkt ist das Thema, was sind die Use Cases, sowohl bei den Spot, Mhm. als auch bei dem Ja. humanoiden Roboter und wie lösen wir das Thema mit der Sicherheit? Denn all die Videos, die man heute sieht und auch wenn man sie besucht, wenn die Roboter in Aktion sind, bauen die immer so 'ne Mhm. Baustellenabsperrung auf. Man Mhm. erkennt das auch. Mhm. Das Interessante bei denen ist aber wiederum, dass sie keine Videos mit Veränderung der Geschwindigkeit abspielen, sondern sind immer Originalgeschwindigkeiten. Das Mhm. fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich Das fand sind tolle Erkenntnisse. ja, 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 sehr schön. sein Mhm. sein sein Bereich war also, was er gesagt hat, war es schon sehr, sehr ehrlich, hat mich, Mhm. gut gefasst auf jeden Fall. Das Thema mit den Use Cases finde ich da auch super wichtig, weil, das mit den humanoiden Robotern wird ja auch 'n bisschen gehypt. Ja, Das heißt, da zu gucken, dass die auch wirklich dass man wirklich was Sinnvolles damit macht, das ist, ja. glaube ich, wichtig. Also, es war bestimmt 'n tolles Meeting. Ja, das stimmt. Ja, ja. Wo warst du eigentlich die letzten Ja, Wochen? als du auf dem Niklas-Kongress warst, da durfte ich ja eine Messe besuchen in Sinaia. Das waren schöne Bilder, habe Und ich gesehen. Sinaia ist, ungefähr 2 Stunden nördlich gelegen von Bukarest. Mhm. Wir haben dort, ist 'n bisschen mit Transsilvanien bekannt. Also, sie haben so, tolle Wälder. Es sind auch noch Bären gibt's dort. Also, man durfte da auch nicht spazieren gehen, also nichts, ne? Und, ja, da haben wir einen Kongress, miterleben dürfen von unserem neuen Partner. Wir haben ja jetzt ganz viele neue Partner und, das ist der Partner Sante, Mhm. Alpha Medical, mit denen wir dort eben, ja, zusammen ausgestellt haben. Und dort war auch sehr, sehr viel Interesse. Man denkt ja, bei Rumänien nicht unbedingt daran, dass man, Arbeitskräftemangel hat. Ja, und deswegen war das 'n bisschen 'ne Frage, wie kommt der Roboter, dort an? Aber was wir festgestellt haben, und das war so eine Erkenntnis, dass eben die Leute aus Rumänien in andere Länder Ja. gehen und dort zu arbeiten. Mhm. Und in Rumänien hat man dann relativ wenig Menschen, die dann tatsächlich die Nachtschichten noch machen können. Das heißt, der Bedarf ist genau der gleiche. Das ist halt, wirklich irre. Ja, und, Das Gleiche war auch weil du es so sagst, wir waren ja auch in Polen und in Slowenien, da haben sie genau das mhm, Gleiche gesagt. mhm, Genau das Gleiche. Und und da ist mir eine Sache klar geworden, was wir eigentlich so tun, wenn ich das so sagen darf. Wir sind eigentlich nicht nur irgendein Service-Robotik, Hersteller oder der irgendwas macht, sondern eigentlich liefern wir eine technologische Plattform und mit der wir quasi mhm, gewährleisten, dass die
gelernten Workflow aus dem medizinischen Bereich global zur Verfügung gestellt werden, Mhm. um die globalen Megatrends oder Bedürfnisse zu stellen. Und das Interessante daran ist, dass wir diese Ausbildung für dieses Training der Robotern in Deutschland gemacht haben. Mhm. Und das hat einen sehr, sehr hohen Wert. In nahezu allen Ländern, in die wir reingehen, ist das sehr gefragt. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich war danach noch in Spanien, in Ja, Barcelona. Ja, da bin ich dorthin gefahren und habe dort tolles eben Team, ja. zwei tolle Kunden auch wieder getroffen. Klinik Barcelona und auch noch, 'n weiteres Labor 'n bisschen außerhalb von Barcelona. Die Dame, die ich dort getroffen habe, war, Präsidentin in Spanien von der Organisation, die sich um die Präanalytik im Labor beschäftigen. Mhm. Und die wusste und das war wirklich spannend, die wusste sofort, was für Use Cases, so 'n Roboter eigentlich nutzen kann, ne? Das war Mhm. richtig gut. Das heißt, die sind in dem Land auch schon so weit. Mhm. Und mit dem neuen Partner NG&Y Mhm. gehen wir jetzt in den nächsten Woche gehen wir dort auch auf 'n Kongress, Wow. Wow. und die stellen dort den U-Log Deliver vor, also den U-Log Locker und den U-Log Deliver vor. Und deren Idee ist, noch mal 'n bisschen anders. Die haben eine Verbindung zwischen dem U-Log gemacht und deren, präanalytischen System, sodass, wenn der U-Log dorthin fährt, dieses präanalytische System automatisch die Tür öffnet Mhm. und dann immer noch die MTA das auf den Roboter stellt, Mhm. der es dann wieder woanders hinbringt. Der Use Case hier ist, insofern spannend, als dass das natürlich von den Kosten für das Labor deutlich niedriger ist Mhm. und der Aufwand relativ, überschaubar, nämlich das rauszustellen und darauf also, da wollen die so 'n bisschen, sich drauf fokussieren. Bin Ja, ich sehr gespannt, wie das läuft. Aber ansonsten ist ja NGY nicht nur ein Distributeur für uns, sondern auch 'n Technologiepartner, mit dem wir ja, entwickeln. Und sicher. das war richtig toll, mit dem Johann und der Maite zusammen das, einfach mal durchzusprechen. Ja. Ja, das merkt man denen auch an. Wenn du mit denen redest, da brennt auch bei dem Johann brennen die Ideen und Mhm. der ist wirklich er hat dieses Unternehmergeist in sich und, Mhm. ist wirklich 'ne tolle Mannschaft. Und wir passen auch als Teams, also sowohl wir als UOG, als die NG&Y, auch im Marketing, aber auch im technologisch sehr gut zusammen. Mhm. Ähm, Ich glaube, danach haben wir uns ja dann mal getroffen, ne? Tatsächlich, ne? So in ganz kurz, Leipzig. In in Leipzig, ja, Leipzig, haben wir ja, uns ganz ganz kurz kurz. getroffen, ja. Ja, weil du warst dann abends schon wieder verabredet. Ja, da hatte ich ja noch 'n Abendessen, ne? Da musste ich noch Ja. 'ne neue Technologiepartnerschaft, in die Wege leiten. Ja, das Du stimmt. hast gar nicht mehr Zeit für mich. Ja, das stimmt, das stimmt. Wenig, wenig. Aber Also, jetzt sind wir ja auch hier, ne? jetzt sind wir hier, aber auch nur einen einzigen Tag, Mhm. nur wir uns sehen. Mhm. Mhm. Ähm, magst du es gab bei mir einen sehr tiefen inneren Wunsch, den ich hatte, den ich dir, ich glaube, in der allerersten Begegnung immer gesagt habe und immer wieder Ja, geholt habe. das stimmt, ja. Ich ich kann mich erinnern, ich habe dir gesagt: „Mach, was du möchtest, aber diesen Wunsch." Ja, also da ist ein Wunsch ist tatsächlich, den du geäußert hast, dass du Fuß fassen möchtest in den Ländern in Middle East. Mhm. Und, ja, jetzt habe ich ja aus meiner Vergangenheit noch 'n paar Kontakte spielen lassen, Ja. sodass wir, relativ zügig jetzt dazu gekommen sind, dass wir einen Distributionspartner hier für Saudi-Arabien gewinnen konnten. Und da Und? sind wir heute. Und der erste Roboter ist in Saudi-Arabien. Ja, ist am Super, Samstag eingetroffen und wir haben's jetzt geschafft. sehr gut. Ja, Danke dir. ja. Vielen Dank. Ja, das wissen vielleicht nicht alle, aber ich bin ja selber komme ja aus dem Libanon, da bin ich ja groß geworden. Und ich habe ja das Land ja verlassen in Unruhezeiten, bin Deutschland super dankbar, weil ich da in Sicherheit und Frieden aufwachsen durfte. Aber wenn ich hier bin, dann allein die Zutaten, wie sie kochen, das Essen, wie sie reden, wie sie miteinander leben, wie sie mit den Zeiten umgehen, dass sie wenn du das ist, auch wenn die Sonne auf dich strahlt, das zieht mich immer noch sehr, sehr stark an. Mhm. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir die Region auch unterstützen können, indem wir auch Technologie hierher bringen, Ausbildung hierher bringen, Ökonomien herbringen und so weiter. Und eben aber auch die Plattform bereitstellen, um das gleiche Verständnis von Gesundheitswesen oder gesundheitlicher Versorgung, auf dem gleichen Niveau zu bringen, so. Also, es war heute phänomenal, wenn man das so sagen darf. Wir waren jetzt heute am Stand, auch die letzten Tage.
Und allein heute, hatten wir ein Angebot im Innovation Hub Wow. mitzumachen Ja. mit dem humanoiden Roboter. Mhm. Man hat uns gechallenged, warum wir den in USA ausstellen und nicht hier in Middle East, denn hier ist ja das Geld, wurde mir gesagt. Ja, und, dann hatten wir noch 'n ganz tollen Gast am Stand, Ja. den Deputy Ministry of Health, ja, der war dort Mhm. und hat, seine Runde gedreht und wir durften ihn auch begrüßen und da konntest du ja direkt glänzen, ne? Ja, mit meinem gebrochenen Arabisch, ja. Aber die haben's verstanden. Ja. Ich habe ja heute rausgefunden, dass mein Arabisch noch irgendwie ein paar Jahre zurückliegt. Ich brauche noch 'n Update, haben sie mir erklärt, weil die reden ja Okay. schon ein modernes Arabisch. Dabei Okay. dachte ich immer, ich spreche das modern. Okay. Das habe ich ja heute auch, aber Ja, aber der ja. Minister hat's verstanden. Ja, der hat super verstanden, alles gut. Ich glaube, das passte, aber ich habe mich Ja. auch sehr, sehr gefreut, ja. Ja, Ja. wir tun unsere Energien, unsere Fähigkeiten, unsere Skills gegenseitig immer zusammen, unterstützen uns. Ähm, dürfen wir auch das Publikum oder magst du das Publikum abholen, wie du, ich sage mal, den ganzen Ablauf hier das war ja noch auch spannend, Ach oder? so, Da so als hier vieles. hier in Saudi-Arabien? Ja. Ja, also wir haben vor circa 4 Wochen haben wir uns ja, glaube ich, erst mit dem Partner, Ja. so 'n bisschen zusammengetan und den kenne ich jetzt schon von früher. Insofern war das Persönliche erst mal schon klar. Mhm. Aber was eigentlich das Spannende war, ist, ich bin ja mit Jürgen gemeinsam am Samstag hier angereist und unsere Idee war ja am Sonntag aufm Stand den Roboter aufzubauen und er kam halt nicht durch den Zoll. Nein, Also, leider nicht. er ist halt im Zoll stecken geblieben. Und, jetzt haben die alles dran gesetzt, um den rauszubekommen. Und leider hat's am Montag auch noch nicht geklappt. Es hieß zwar, er ist durch den Zoll, aber augenscheinlich kam er nicht, vom Flughafen raus. Also, warum auch immer, wir wissen's nicht. Auf jeden Fall hatten wir am Montag, am Messestart, den Roboter nicht hier im Stand. Ja, und das war 'n bisschen schade, aber, wir haben uns trotzdem, ich sage mal, schon, präsentiert, weil wir hatten ja tolles Videomaterial, da und konnten das schon mal zeigen. Ja, und von Montag auf Dienstag in der Nacht kam dann irgendwie die Nachricht, dass er, gekommen ist. Also, am Dienstagmorgen war er um 7:30 dann auch da. Und, da muss ich an der Stelle wirklich Jürgen noch mal kurz, Ja. erwähnen, denn, er, hat sich wirklich jede Stunde in der Nacht mit den Kollegen unseres Partners auseinandergesetzt Wow. und hat sie angerufen, um zu sehen, ob der Roboter jetzt schon draußen ist. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Mhm. Also, er hat wirklich 2 Nächte Nachtwache sozusagen, gemacht, um für den Fall, dass der Roboter, in der Nacht, am Stand irgendwie ankommt, dann auch bereitzustehen, dass er ihn, implementiert. Ja, jetzt hat das an am Dienstag geklappt und, dann war da ja schon auch viel los am Stand, ne? Wir haben ja relativ viel, da gehabt und ja, jetzt waren noch andere Geräte dort und die wurden hin und her geschoben und diese anderen Geräte wiegen halt auch sehr viel. Und dann ist tatsächlich, man glaubt's nicht, dieser Boden, eingekracht von dem Messestand. Da mussten, dieses Gerät 5 oder 6 Leute wieder rausheben. Dann war 'n Loch in dem Moment genau da, wo wir mit dem Roboter die Rampe runterfahren wollten. Ging jetzt nicht. Also mussten wir neu, mappen und mussten das Ganze neu einrichten. Ja, und dann hatten wir noch relativ viel, Trubel mit, unsere QR-Codes. Da hat irgendjemand dann sein Handy immer draufgelegt oder irgendwelche Sachen. Also, wir hatten, so 'ne arabische Kultur hier, die immer wieder dazu geführt hat, dass wir ständig wieder Improvisieren, improvisieren müssen. Ja. da sind wir echt gut. Das war echt gut. Ja, also, wir haben echt viel gelacht dabei, ja, Ja. das muss man schon Ja, sagen. das ist schön. Ja, wir haben aus der Ferne mitgefiebert, aber Ja. ich glaube, du hast eins so sehr, sehr Gutes gesagt. Ich bin natürlich dir sehr, sehr dankbar, aber auch Jürgen und Viktor, aber auch dem ganzen Team. Also, ohne jetzt alle zu nennen, die geben momentan alle, Vollgas. Ja, geben Vollgas. alle Die sind Vollgas so Team, das stimmt. Das kann man da nicht kann man an niemand das die muss brennen man alle muss mit man uns. unterstreichen, ja. Ja, die brennen alle mit uns für die Sache, ne? Mhm. Was haben wir denn als Nächstes vor? Oh, als Nächstes, wir haben, ein User-Meeting in, Belgien mit der Firma Ah, Biorad. ja. Und was wir auch sagen müssen, grade wenn wir über Biorad reden,
jetzt momentan, und du sprichst ja übers Team, ist ja Genau. Gotze in San Diego, um dort auf der AABB auch den Roboter, mit Biorad zu demonstrieren. Also, das ist auch hervorragend gelaufen. Mhm. Wir haben da auch schon viele Leads dazu bekommen und schauen einfach mal, was der Markt in USA uns dann als Nächstes bringt, weil ehrlich gesagt ist das mein großes Ziel. Ich helfe dir, keine Sorge. Okay. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt das bekommen habe, was ich wollte und das andere vergessen. Nein, wir Okay, kämpfen da okay. komplett durch, keine Sehr Sorge. schön, ja, ja. Das stimmt. Ja, ich sehe uns schon immer so gegenseitig besuchen. Was machst du da? Was mache ich da? Ja. Nein, das stimmt. Aber ich freue mich auch auf das Fundament, was wir geschaffen haben und auf die Strukturen, die wir jetzt, also wir werden auf diesem Fundament noch mehr schaffen, indem wir noch mehr Leute einstellen. Wir brauchen die Manpower, sonst wir werden überrannt momentan mit den ganzen Themen. Wir wollen ja jeden Kunden auch gleich behandeln und gut bedienen und so weiter. Müssen uns selber noch weiter strukturieren. Wir haben auch unsere Hausaufgaben, ohne Frage, aber wir haben jetzt auch Platz für weitere Mitglieder. Und wenn ich so darüber nachdenke, worin wir gestartet sind in das Jahr, ne, mit dieser Ungewissheit. Und du hattest wann hattest du deinen offiziellen Start? 1.1. war das, ne? Ja, ja, am 1.1. habe ich begonnen, genau. Am 1.1. Du Mhm. bist dann sofort mit gesprungen in die Bresche und Mhm. ich konnte mich auf das eine konzentrieren, dann hast du das andere weiter aufgebaut. Und ab März diesen Jahr war es klar, was passiert. Und es gab jetzt diese Woche, letzte Woche auch einen sehr, sehr interessanten Bericht aus dem Manager-Magazin. Mhm. Die wollen uns jetzt ja nochmal extra interviewen und über diese Lösung sprechen. Aber kennst du irgendwelche Unternehmen in deiner kurzen Laufbahn, weil du bist ja noch recht jung, die sowas gemeistert haben in der Form? Also, ich kann's nicht sagen, aber, es fühlt sich einfach nicht real an momentan. Soll Es ich dich fühlt sich kneifen? es fühlt sich einfach so 'n bisschen nach Traum an und, ja, also, ich meine, wir skalieren bei den Kunden, aber auch mit dem Team. Da müssen wir einfach hin und, wir müssen uns, vergrößern, ja? Das Ja, ist das Tolle und, das ist ja auch das Unternehmertum, was wir eigentlich an den Tag legen ja, wollen, ne? das stimmt. Ja. Ja, es bleibt spannend, würde ich sagen. Mhm. Da Es kommen kann noch Das kann man sagen, ja. Genau, es kommen noch ein paar interessante Berichte. Empfiehlst du den Zuschauern dran zu bleiben, zu Ja, abonnieren oder abzuschalten? also, ich denke, es wird weiter spannend bleiben. Es ist weiter spannend, uns zu verfolgen und das auf allen Kanälen. So, Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Free audio post production by alphonic.com.